Hello, this will be altDE number 10. I got a request yesterday because I shared this video. DE triumph in Austria. The Constitutional Court ruled that the ordinances that followed up the lockdown were unconstitutional. So some people wanted me to translate this. So needless to say, I was a little bit skeptical myself as this because it seems like an amazing claim. So I did go to the website of the Austrian Constitutional Court. And I think the reason that this is confusing is also that these are decisions that were passed down actually at the beginning of the month, but were just now released on the 29th as a summary of the further decisions that the Constitutional Court made during their October session. So, amongst others, this is the one that they are referring to. I just translated this myself into a Word document, so I will pull that up. They found that a number of the COVID-19 measures which were in effect in the spring of 2020 were illegal. Specifically, the following were unlawful: the ban on entering restaurants and independent car washes not connected to a gas station, restrictions on the admission of groups of visitors to restaurants, which was a maximum of 4 adults who weren't from the same household, the ban on events with more than 10 people, which affected discotheques, for example, and the requirement to wear masks in public places, enclosed rooms, official premises, etc. The Constitutional Court also repealed a provision of the COVID-19 Lockerungsverordnung, or easing ordinance, now the COVID-19 Maßnahmenverordnung, or measures ordinance, you could say, which was still in force and which ordered the mandatory observance of a minimum distance between places where the service in restaurants is performed. According to Article 6, paragraph 1 and 4, that would be the minimum distance of 1 meter between tables. This repeal will come into force at the end of the 31st of December 2020. So what he's talking about in the video is actually things that are going to be repealed officially at the end of December. Although if they're unconstitutional and illegal, you wonder why. So this all gets very confusing. I don't like translating law because it's basically meant to confuse people. I'd much rather translate medicine because there's no room for mistakes there. It's much easier. People speak much more clearly and to the point. In law, I find is always based on another law, and it's just like going in circles chasing your tail, and it's all just meant to confuse you. So hats off to anybody who practices law, because it's just a ridiculous goose chase most of the time. But the last paragraph here in the summary is: for all provisions that were found to be illegal from the documents submitted to the Constitutional Court by the competent authority, and that was the Minister of Health, it was not possible to determine that the factual circumstances that formed the basis for considering the respective measures were necessary. So basically, the Minister of Health, who was defending his policy, couldn't submit any documentation that say he was justified in what he did with those issuing those measures. So this, however, violates the legal authorization in the COVID-19 Maßnahmengesetz, or the Epidemic Act, which is an act that was passed in 1950. The Constitutional Court thus follows the precedents of the 14th of July 2020, and then they link to those which you can follow. But if you see that these are all the different judgments that came down, you go down to the bottom of the page and then you pull up PDFs for all of the various judgments that were referred to in that summary. So we got a lot of paperwork that's all just summarized in these 3 small paragraphs here. So I opened up some of those. For example, the ones that has to do with restaurants and places, public places where people go in. So there's a ton of this applies to this, which is based on that, and they go around in circles for forever. So I'm just going to let Michael Brunner, the attorney that says that he is with Attorneys for Transparency in Austria, and which was uploaded 2 days ago
by a little channel that I don't think I'd ever heard of before. Honk for Hope already has now 140,000. Dr. Michael Brunner. Ich habe gehört, es gibt wunderbare Neuigkeiten. Möchtest du uns davon erzählen? Ausgezeichnete Neuigkeiten. Wir haben Entscheidungen vom Verfassungsgerichtshof zugestellt erhalten. Der Verfassungsgerichtshof hat ganz wesentliche Bestimmungen der Verordnungen aufgehoben als gesetz- und verfassungswidrig. Illegal, that would be. Eine Aufhebung betrifft das Betretungsverbot der gesamten Gastronomie. Das war gesetzwidrig. Weiters gesetzwidrig war die Untersagung von Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen. Betrifft die ganze Eventbranche. Weiters That would be industry and not research. Maskentragungspflicht im öffentlichen Bereich in geschlossenen Räumen. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass sich aus dem Verordnungserlassungsakt keine ausreichende Dokumentation ergibt, die diese Maßnahmen rechtfertigen könnten. In jedem Verordnungserlassungsverfahren muss es einen Akt geben und hier müssen die Ergebnisse, die zu dieser Verordnung führen. Also es wäre im gegebenen Fall gewesen, warum sind diese Maßnahmen erforderlich, um der Verbreitung von Covid-19 entgegenzuwirken. Dieser Verordnungserlassungsakt war in sämtlichen Fällen sehr dünn, es war im Prinzip nichts Wesentliches enthalten. Der Verfassungsgerichtshof führt hier beispielsweise aus. Es betrifft die Aufhebung des Betretungsverbotes, Paragraph 3, Betriebsstätten, war gesetzwidrig. Die als gesetzwidrig festgestellte Bestimmung ist nicht mehr anzuwenden. In seinen Entscheidungsgründen führt er aus. Angesichts der damit inhaltlich weitreichenden Ermächtigung des Verordnungsgebers, nämlich in Grundrechte einzugreifen, muss er festhalten, auf welcher Informationsbasis über die nach dem Gesetz maßgeblichen Umstände die Verordnungsentscheidung fußt und die gesetzlich vorgegebene Abwägungsentscheidung erfolgt ist. Insoweit der Zeitpunkt der Erlassung der entsprechenden Verordnungsbestimmungen und die diesen zugrunde liegende aktenmäßige Dokumentation ist maßgeblich. Damit nämlich der Verfassungsgerichtshof in der Lage ist, eine Verordnung auf die Rechtmäßigkeit zu überprüfen, ob sie dem Bestimmtheitsgebot unserer Bundesverfassung, Artikel 18 Absatz 2 Bundesverfassungsgesetze, entspricht. Er führt dann weiter aus, nachstehende Unterlagen und Angaben in den Verordnungserlassungsakt enthalten gewesen. Und dann sagt er am Schluss, nachdem er die eingesehen hat, die Entscheidungsgrundlagen, die im Verordnungsakt zur Covid-19-Maßnahmenverordnung und so weiter dokumentiert sind, reichen nicht aus. Um den aus Paragraph 1 Covid-19-Maßnahmengesetz folgenden Anforderungen an die Dokumentation einer auf diese Gesetzesbestimmung gestützten Verordnung Rechnung zu tragen. Die Verordnung verstößt somit gegen § 119 Maßnahmengesetz, weil es der Verordnungsgeber gänzlich unterlassen hat. Jene Umstände, die ihn bei der Verordnungserlassung bestimmt haben, so festzuhalten, dass entsprechend nachvollziehbar ist, warum der Verordnungsgeber die mit dieser Regelung getroffenen Maßnahmen für erforderlich gehalten hat. Wow. Was ergibt sich nun daraus? Nachdem diese Verordnungen gesetz- und verfassungswidrig waren, ist dem Gesundheitsminister in Vollziehung der Gesetze ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen, weswegen alle betroffenen Personen, die Nachteile erlitten haben, Geschäfte, die zusperren mussten, Amtshaftungsansprüche haben gegen die Republik Österreich. Nach § 1 Amtshaftungsgesetz. Was bedeutet das jetzt konkret für jeden Einzelnen? Für jeden Einzelnen, ja, er kann, wenn er eine Klage einbringen möchte nach dem Amtshaftungsgesetz, sich mit den entsprechenden Anwälten in Verbindung setzen. Zunächst muss er seine Schäden berechnen, dann ein entsprechendes Beratungsgespräch führen.
Dann wird ein Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur erfolgen, in den Schaden einzutreten, den Schaden zu bezahlen. Dafür hat die Finanzprokuratur 3 Monate Zeit. Entweder wird der Anspruch anerkannt und bezahlt oder er wird abgelehnt, beziehungsweise wenn sich die Finanzprokuratur nicht meldet, kann nach diesen 3 Monaten die Klage beim zuständigen Landesgericht eingebracht werden. Ist denn damit zu rechnen, dass diese Klagen so auch durchgehen, wenn sie denn richtig berechnet sind? Voraussichtlich ist es die Grundlage für eine erfolgreiche Anfechtung geschaffen worden. Es geht dann um die Höhe, es geht um die Frage, wie hoch sind die Schaden, welche Kosten werden sowieso angefallen. Also man muss berechnen den Entgang, das Einkommen vor Steuer. Was bedeutet das für diejenigen, die ihr Unternehmen gänzlich verloren haben? Sie haben natürlich Anhaftungsansprüche in voller Höhe. Natürlich müssen Sie sich, wenn Sie irgendwelche Zuschüsse erhalten haben von staatlichen Stellen, die sich anrechnen lassen. Aber es geht jetzt nach Calculate. Auffassung noch viel weiter. Wir haben jetzt einmal die geschädigte Gastronomie in ganz Österreich. Wir haben die geschädigte Eventbranche, die Veranstaltungen, die nicht durchgeführt werden konnten. Wir haben betreffend der Maskenpflicht jetzt einmal auch eine wegweisende Entscheidung, nämlich dass die im öffentlichen Bereich in geschlossenen Räumen nicht zulässig war, Areas. beispielsweise in Amtsräumen. Wenn ich aber jetzt zugrunde lege, dass der What really gets down to keine business? ausreichende Dokumentation hatte und auch für den Fall, dass es noch andere Akten geben sollte, wird auch hier keine ausreichende Dokumentation vorhanden sein. Warum sollte es bei einer Verordnung vorhanden sein und bei der anderen nicht? Also gehe ich davon aus, dass es nirgendwo eine Dokumentation gibt. Das bedeutet, würde bedeuten, dass dann alle Betriebe des Handels, alle Dienstleistungsgewerbe, alle Commerce. die gesperrt waren, die den Betriebsstätten nicht betreten werden durften, Haftungsansprüche haben, weil die logische Folge daraus wäre, dass der gesamte Lockdown plus alle Nachfolgeverordnungen Gesetz und verfassungswidrig sind. Okay, vielen Dank, Michael. Bitte. Weiter geht's im nächsten Video. Weiter geht's bald. Michael, wie lange haben die Gastronomen und die Unternehmer, die jetzt Schaden von diesen Maßnahmen davongetragen haben, Zeit, sich zu melden, um Schadensersatzanspruch geltend zu machen? Grundsätzlich haben Sie ausreichend Zeit, aber Sie sollten sich nicht zu viel Zeit lassen. Die Frist beträgt 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger. Wir haben heute die Verordnungen zugestellt erhalten, also grundsätzlich für Gastronomie, Eventbranche etc. beginnt oder würde heute die Frist zu laufen beginnen. Und wenn jetzt die Klage erst eingereicht wird in genau 3 Jahren, geht das dann noch durch? Die Zeit, in der die Aufforderung der Finanzprokuratur erfolgen muss, würde hier So this is basically getting into a little bit more details. There is another follow-up video that was released about an hour afterwards where he speaks with Alexander Ehrlich and they get into even more details. It's doubly as long. So once again, let's just see. I'll show you how to turn on the subtitles so you can do this anytime. Obviously it's going to be on a PC and not necessarily on your phone. Subtitles. Go to settings. Go to subtitles. Go to automatically translate. Scroll down to whichever language you want. And once again, it's not going to be perfect, but you get a translation of the video right there for you. So the thing is, you're going to probably do it on your PC and not on a mobile phone. So I'll let you peruse that if you want. Obviously, the website of the Constitutional Court in Austria is vfgh.gv.at,
And the homepage itself has English, but they only have maybe an English update every 2 or 4 months. So have fun!